السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Komm ein bisschen nach vorne, das sieht ja komisch aus, aber echter. Mohammed Barimu schon? Ah, dieser. Bismillahirrahmanirrahim. Liste ya Sayyid al-Walid ya Sultan. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء الراشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا من أمراء أئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آمن بالله صدق الله العظيم. أيها المؤمنون, oh believers, Juma Mubarak. Alhamdulillah ala din al-Islam. Biggest and greatest
teacher of mankind ever is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And everything starts with a belief in one God, in the Creator. That is the first thing. So what happens for someone who is going his way with consciousness? Try to be with consciousness. Try to go to happiness. Try to, in this life and next life also. They are teaching. Prophet Muhammad ﷺ was the greatest teacher. He has everything. There is not that you can say he has this and that, but this he doesn't have. No. Anything what any teacher is bringing from anywhere, you will find in his teachings. And more refined and more perfect, most perfect. That is clear. And this same teaching and perfect knowledge is with his inheritors, with the inheritors of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are teaching the same in the perfect way, and you will not find anywhere someone more, or some teaching more perfect than that. If you are saying, I'm a Muslim, then you must believe this and know this. If you're saying, I am a Sufi, also that is even more. Because a Sufi, he is doing what a Muslim is doing, but more sincere, more serious, more with more himmah, with more engagement. He is keeping Sharia. What is tariqat? What is Sufism? If you want to use that word, but there's no need. If you are asking what is tariqah, our Grand Sheikh, he was saying tariqah is Sharia Azima, means strong Sharia, to keep it really keeping Sharia, really keeping the sacred law of the Lord. There is a law. O Muslims, listen to the ones who are representing the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this time and his teaching. They are teaching his teaching. Don't say there is not such persons today. We have the book, the holy book of Holy Quran. Yes, we have, but you don't understand nothing from it. And there is hadith, we can read and write. We don't need any person. You need. And Christians and Jewish and I don't know what, they must know that Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he's the most perfect teacher ever. And esoteric people and yeah, it's okay.
They are taking something, you cannot even describe the minimity, the smallness of what they take from spirituality, so small that you cannot define how small it is. And they are making a big thing and saying, oh, this is meditation, this is this and that, and I'm looking in my family is there in the Akhirah, and I'm in connection, and okay, yeah, you may occupy, it's okay, but it's not adab. It's not adab. If you are saying, if you are a Muslim, adab is to believe in Lord and to believe in His Prophet ﷺ, and to believe that the teaching is going on. Yes. And mainly the teaching is about adab. It's about good character. Teaching is linked with good character. It is no use, no benefit to learn things and know them by heart, and then you do the opposite what is written there, you do the opposite. You are adabsiz, you are without adab to your brother, without adab to your sister, without adab to your neighbor, without adab to anyone. You are angry, and you think, I have the right to be angry. And you shout, and you beat, and you lie, and you cheat, and you kill. This is far away from anything. Far away from anything. May Allah help us and protect us from such state, because it is a terrible state. If someone is angry with someone, it is not allowed in Islam. O Muslims, where are you? It's not allowed to keep anger in your heart. If you take anger for 1 hour, if you take anger for 1 hour for someone, you are angry and you keep it, Shaitan coming to you, sitting in your neck, controlling you for 3 days. If you are angry for 3 days with someone, Shaitan controlling you 40 days. It's not an easy thing. It's not for nothing that the Prophet said, La tardab, la tardab, la tardab, 3 times to that Bedouin. Be friendly. You are a believer. Show that you are a believer. If not, and especially in our people, our Tariqat people, Sheikh Mehmet was saying, then if you are not behaving, if you can't behave and you make fitna and I don't know what, put off your turban, put off your juba, and anything, put it off, put another clothes, and do what you like. Yes. Very important to keep adab.
We are not saying that we are anything or something. No. And we are also not discussing with anyone. It's a trap from Shaitan to get involved into a discussion. Shaitan, he is making it to take out your iman. When you are discussing and you say, I'm right and you are wrong. Very dangerous. That is very dangerous, and we have to be careful not to do this. And to be just say, lakum dinukum waliya din. If anyone has another way, lakum dinukum waliya din. For us, if you have your way, we have our way. And Allah will look after it and will judge it. O Brüder und Schwestern, Juma Mubarak, und wir sagen Alhamdulillah ala din al-Islam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der größte Lehrer der Menschheit. Jemals dagewesene Lehrer auf diesem Planeten, perfekteste Lehrer der Menschheit, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der erste Schritt auf dem Weg und auf der Lehre für einen Menschen ist es, zu wissen, dass er erschaffen worden ist. Und wenn er erschaffen worden ist, dann gibt es einen Schöpfer. Und dann sucht er diesen Schöpfer. Das ist sein Weg. Das ist der Anfang und das Ende. Und das Glück oder das Unglück, wenn man nicht daran glaubt. Sein Unglück, seine Traurigkeit. Die Leute picken sich raus aus sogenannter Spiritualität, irgendwas, Esoteriker, ich weiß nicht, dieses was, daraus was, von der Religion etwas, von dem was, von dem, und machen was damit und beschäftigen sich damit, okay, Alhamdulillah. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist unübertroffen. Er ist der Beste der Menschen, der beste Lehrer. Und der perfekte Lehrer. Es gibt nicht etwas, wo du sagen kannst, ja, aber das und das, also dies da von dieser indischen Lehre, da dieser Punkt da, den kann man im Islam nicht finden. Doch, den kannst du im Islam finden. Und es gibt die Heiligen, die bis in unsere Zeit sind. Ja, Allah hat die Bücher geschickt und hat die Propheten geschickt und dann die Heiligen geschickt. Die sind immer noch da, heute. Und die sagen, was die Wahrheit ist. Das sind Sadiqin, sind vertrauenswürdige, aufrichtige. Und die geben aufrichtigen Rat. Die geben aufrichtigen Rat. Sie sind da. Und sie lehren die Lehre des Propheten heute weiter. Ja, deswegen kann man nicht sagen, ja, dieser Punkt, ja, Muhyiddin ibn Arabi zum Beispiel und viele andere, viele Heilige, ja, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben die Stufen genau beschrieben, die Stufen eines Menschen, die überhaupt möglich sind, von der Erde, vom Planeten bis zum Throne Allahs. Sämtliche Stufen des Menschen sind beschrieben. Sie sind genau beschrieben. Wie sie zu erreichen sind, wie sie sind, wo sie sind, welche Aspekte sie haben, welche Eigenschaften, wie man da drin verweilt, wie man weitergeht, alles wird genauestens beschrieben. Die Nähe zu Allah bis zur Einheit wird genau beschrieben. Wo sind die Leute, die sagen, wir haben dies und wir haben jenes? Ist okay. Habt ihr das? Ist auch okay. Auch okay. Wir diskutieren nicht, wir sagen, lakum dinukum waliya din. Euch ist euer Weg, uns ist unser Weg. Gibt es keine Diskussion. Ja. Und
die Muslime sollen verstehen und wir müssen verstehen, alle müssen verstehen, dass man einen Menschen braucht zum Folgen. Ja. Heute sagen sie, wir können lesen und schreiben, sind Doktoren, Professoren, können Arabisch, können dies, können jenes, wir können das Buch lesen, wir haben Hadith, wir wissen alles. Ihr weißt nichts, gar nichts. Nicht nur nichts wissen, sondern in völligem Irrtum, in einem katastrophalen Irrtum. Einen katastrophalen Irrtum. Und der springende Punkt in der Lehre, der Hauptpunkt und der wichtige Punkt ist das Adab, ist das gute Benehmen, die aufrichtige Haltung, die innere Haltung und das daraus resultierende Benehmen den Mitmenschen gegenüber, das Adab. Allah gegenüber, dem Propheten gegenüber, deinem Sheikh gegenüber, den Brüdern und Schwestern gegenüber, deiner Familie gegenüber, deinen Kindern gegenüber, deinen Verwandten gegenüber, deinen Nachbarn gegenüber, deinen Mitmenschen gegenüber, allen Geschöpfen musst du freundlich sein, hilfsbereit und dein Bestes geben. Allen, in allen Situationen. Das ist Religion. Ein Satz. Tu dein Bestes mit jedem, immer. Das ist alles. Und dazu gehört das Adab. Dazu gehört das Adab. Und der größte Feind ist dein Nafs und Shaitan und die Nafs-Wünsche und die Wünsche der Welt. Alle Propheten kamen, um die Welt rauszunehmen aus den Herzen. Rausnehmen. Und die Liebe für Allah reinzutun. Alle Propheten, alle dasselbe. Alle Heiligen, alle dasselbe. Selbe Regel. Und die kämpfen um die Welt. Diese Idioten. Die sind dabei, die fragen sich, wie können wir noch mehr Menschen töten? Jetzt haben sie den Vertrag aufgehoben, haben sie immer so ein Stillhalteabkommen gehabt, so ein Atomstillhalteabkommen, das war immerhin. Das ist eigentlich lächerlich, aber immerhin, es war so 10 Jahre lang, ja, war das, so hat für eine gewisse Ruhe und Stabilität gesorgt. Jetzt haben sie das auch gekündigt, weil sie schon drauf zusteuern, über die nächsten Tötungen nachdenken und sie möchten gerne Waffen entwickeln, die noch mehr Menschen in noch kürzerer Zeit noch mehr töten. Damit beschäftigen sich die Leute. Wissenschaftler hauptsächlich. Und die Propheten und die Heiligen, die beschäftigen sich damit, wie können wir den Menschen glücklich machen, wie kann der Mensch glücklich werden, wie kann er Frieden werden. Islam ist der Friede. Islam bringt Frieden. Islam bekämpft diese Shaitane, diese Teufel. Islam ist gegen Teufel. O ihr, die den Islam schlecht macht, ihr Christen und TV-Leute und Talkshow-Idioten. Und alle, die sich den Mund aufreißen über Islam. Islam bringt dir einen Frieden. Nichts anderes. Bringt dir Schönheit. Bringt Ruhe. Wenn du nur ein Gesetz vom Islam anwendest, hast du Ruhe auf dieser Welt. Machst du nicht. Nicht ein einziges. Shaitan ist in deinem Kopf und du wirst nie daran denken, dass der Islam Frieden bringt. Höchsten Frieden, schönsten Frieden, Zusammenleben, freundlich sein, helfen, zusammenleben, nachbarlich, freundschaftlich, nachsichtig, in Frieden zu leben. In Frieden zu leben schafft keiner auf diesem Planeten, gar nicht. Sind alle beschäftigt, Waffen zu entwickeln. Bereiten sich schon vor auf den Endkampf. Worüber streiten sie sich? Über einen Kadaver, über einen toten, stinkenden Kadaver streiten sie sich. Will jeder haben. Die Welt. Ich will die Welt. Nein, mir ist die Welt. Ich will sie haben.
Was für eine Absurdität, was für ein Wahnsinn. Und das Einzige, was jemanden retten kann aus dieser Situation, ist, dass er sich selber befreit von seinen persönlichen Ego-Wünschen und seinen Weltwünschen, sich befreit davon. Sonst gibt es keinen Frieden. Du kannst nicht Frieden mit jemandem machen, der innerlich keinen Frieden hat. Wir sind alle unfriedlich, demonstrieren für Frieden, Friede, Friede, und dann Scheiben einschmeißen und Autos kaputt machen und anstecken und Feuer machen. Friedensdemonstration. Allah. So ist Frieden. Es ist voller Heuchelei, alles ist voller Heuchelei. Offizielle Religion ist voller Heuchelei. In allen Religionen jetzt. Überall. Findest du eine Perle irgendwo, das ist ein Sheikh, ein Aufrichtiger, und Brüder und Schwestern gibt es auch, Aufrichtige, Mashallah, kannst du finden, versteckt, überall, und selten, sehr selten. Jeder schaut nach seinem weltlichen Ruhm, weltlichen Anerkennung, weltlichen Schätzen, weltlichen Geld, weltlichen dies, weltlichen das. Die haben dem Prophet alles angeboten, sallallahu alaihi wasallam, alles. Sie haben gesagt, du sagst Ahad, Allah ist Ahad. Wir geben dir, wir geben dir alle Schätze, haben sie als erstes gesagt. Alle Schätze, alles was wir haben, an Gold und Silber und Edelstein und dies und das, alles für dich. Ja, Rasulallah. Haben sie nicht gesagt, ja, Rasulallah, ja, Mohammed, haben sie gesagt. Dann, wenn dir das nicht genug ist, geben wir dir alle Frauen, die besten, also die Frauen, die du dir aussuchst, alle für dich. Dann, wenn das nicht genug ist, dann machen wir dich auch zum König. Du bist König bei uns. Also alles, du kriegst alles, alles was der Welt überhaupt ist, wir geben dir alles. Und dann hat er gesagt, sallallahu alaihi wasallam, jeder weiß das, ja, ihr könnt die Sonne in meine rechte Hand legen und den Mond in die linke. Ich werde nicht aufhören, die Wahrheit zu verkünden. Wie kann ich anders als die Wahrheit zu verkünden? Heute sind alle damit beschäftigt, sich die Welt einzuverleiben. Alle, Juden, Christen, Muslime, haben alles vergessen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Beten den Westen an, ja, westliche Kleidung, westliche Sachen, westliche Technik, das ist wirklich der Fortschritt. Der medizinische Fortschritt, friss gefälligst meine Pillen. Hast du noch nichts vom Fortschritt gehört? Es gibt keinen Fortschritt außer den vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gibt es nicht. Das war die höchste Entwicklung. Höchste Entwicklung ist im Menschen, im Charakter des Menschen. Das ist höchste Entwicklung. Das ist die niedrigste Entwicklung, die je da gewesen ist jetzt. Niedrigste, gemeinste, niedrigste Stufe von Zivilisation je auf diesem Planeten heute. Worauf sind die stolz? Worauf sind die stolz? Dass sie Leute töten. Wie können sie Leute töten? Überall. Mit Computer machen wir das jetzt. Machen sich die Hände schmutzig. Nee. Vom Container aus, da ist ein Computer, und von da aus schicken wir Waffen und Drohnen. Wir sind so modern und so haben solche große Technik, können wir alles da mal. Und wenn wir mal aus Versehen mal eine Hochzeit bombardieren,
wie sagt man, Kollateralschaden. Ist alles egal. Ist völlig egal. Niemand sagt da was dagegen. Keiner kann noch was dagegen sagen. So ist der Mensch. Und darauf ist er stolz. Auf diesen Dreck. Ja. Möge Allah uns schützen. Der einzige Schutz und die einzige Rettung ist die, dass man sein Herz bewahrt vor Shaitan, vor dem Ego, vor der Welt und vor den Wünschen. Dass du dein eigenes Herz bewahrst. Du hast nur diese 4 Feinde, die wollen dir den Glauben wegnehmen, diese 4 Aspekte, deine inneren Aspekte, nur diese 4. Es gibt keinen äußeren Feind. Erzähl das mal jemandem. Hallo, es gibt keinen äußeren Feind. Nur du bist dein eigener Feind. Das ist Islam. Hast du schon mal was davon gehört? Noch nie hast du was davon gehört. Was für ein perfektes, feines, schönes Parfüm vom Islam. Das ist der Duft des Islam. Die hohe Spiritualität, feine Spiritualität des Islam. Hat noch keiner was davon gehört. Und wollen sie auch nicht hören. Sie haben die Augen zu, die Ohren zu und alles ist verstopft. Wir wollen nichts hören. But you must listen. You must listen. You are not listening, you don't want to listen, but you must listen. Okay? If not here, then it's coming after. There is consequences. Das gibt Konsequenzen, wer nicht hört. Ja, in Deutschland sagst du, wer nicht hört, muss fühlen. Ja, du fühlst. Wenn man nicht hört, wird man fühlen. Und wenn man es in diesem Leben nicht hat, dann geht es im nächsten, geht es weiter. Das ist unser Glaube. Und dazu stehen wir, inshallah. Und Allah wird es zeigen. Gott wird es zeigen, was ist, was die Wahrheit ist. Es kommt. Er wird es nicht ändern. Es wird nicht geändert. Es ist immer gleich. Und jeder wird diese Sache erleben und durchgehen und hingehen, inshallah. Möge Allah uns schützen auf diesen Weg, inshallah, und jeden Tag ein bisschen besseres Adab, jeden Tag ein bisschen bessere, kleines bisschen mehr Iman, kleines bisschen mehr Einsicht, kleines bisschen mehr Bescheidenheit und die ganzen guten Eigenschaften, ein kleines bisschen mehr, jeden Tag ein bisschen, muss sein. Ja. Und der Hauptsicherheit und Hauptgrund ist das garantiert dir nur, das ist nur garantiert, wenn du jemandem folgst. Sonst geht's nicht. Das schaffst du nicht. Kann man nicht schaffen. Alleine. Mit dem Sheikh? Ja. With the Sheikh you can do it. Without the Sheikh you can't. You cannot be, you must be every day a little bit better, all aspects, a little bit more Iman, a little bit more Adab every day, a little bit more patience, a little bit more thankfulness, a little bit more this, that, seeing things, going into, to look after your Lord every day a little more. For that, you need a Sheikh. You need an example, inshallah. May Allah help us, inshallah, to be happy in this life and next life, inshallah. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وذكرية القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمين